Hi, ich bin Andi und ich bin freischaffender Motion Designer. In diesem Video zeige ich euch, wie ich einen Erklärfilm mache, von Skript bis zum fertigen Video. Dafür habe ich ein Projekt ausgesucht, das ich vor kurzem für eine Agentur hier in NRW anfertigen durfte. Ich zeige euch, wie ich aus einem geschriebenen Storyboard eins mit Bildern mache, wie ich daraus ein Animatic anfertige, was ich bei den Styleframes beachte, wie ich Character rigge, wie ich diesen 3D-Look in After Effects angefertigt habe und schließlich, worauf ich beim Animieren achte. Außerdem stelle ich euch ein paar meiner Meinung nach besten Tools für das Animieren von Erklärfilmen vor. Als erstes bei solchen Projekten schaue ich mir genau an, was ich von der Agentur bekommen habe. In dem Fall ist es neben dem Voice-Over eine Word-Datei mit allen wichtigen Infos, welche Schrift ich benutzen soll, welche Farben und so weiter. Sowie ein textbasiertes Storyboard und die Bitte Storyset.com für die Designs zu nutzen. Storyset ist eine Seite für kostenlose Vektorillustrationen, die perfekt für Erklärfilme geeignet sind. Zusätzlich habe ich noch Bilder von der Firma bekommen, für die ich den Erklärfilm mache. Um mir und der Agentur Zeit und Nerven zu sparen, animiere ich nicht direkt los, sondern scribble erstmal das Storyboard. Dazu verwende ich Photoshop, als Brush nehme ich den Happy HB Pencil von Kyle T. Webster. Die Storyboard-Vorlage ist eine kostenlose von Studio Binder. Nur die Auflösung der Photoshop-Datei habe ich erhöht auf ungefähr 7000 x 5000, um genug reinzoomen zu können. Nachdem ich das der Agentur geschickt habe und die zufrieden waren, importiere ich die Szene aus dem Storyboard zusammen mit dem Voice-Over in After Effects. Hier entsteht jetzt ein Animatic, also ganz grobe Animationen und angedeutete Kamerafahrten, um ein Gefühl für das Timing und den Look zu bekommen. Außerdem lege ich hier schon mal die Farben für die Szene fest und schneide das Voice-Over. So kann ich leicht das Timing anpassen, falls eine Szene länger zu sehen sein sollte, als der Sprecher redet. Ist auch das abgesegnet, geht es an die Styleframes. Das sind Illustrationen, die der fertigen Szene im Film entsprechen, nur eben als Standbild. Das mache ich in Illustrator. Die Figuren und einige Assets bekomme ich von Storyset. Zusätzlich habe ich die Fabrikhalle bei Adobe Stock gekauft. Das Haus der Firma sowie die Baugruppen habe ich in Illustrator nachgebaut. Ich arbeite mit Artboards in Illustrator, um sicherzugehen, dass alle Frames im richtigen Format bleiben. Außerdem werden hier die Farben und die Komposition, also die Aufteilung, festgelegt. Jetzt geht's ans Riggen der Charaktere. Dafür werden die Figuren in Illustrator in Einzelteile zerlegt und mit einem Tool namens Overlord rüber zu After Effects gebracht. Da lege ich mit dem Rigging-Tool Limba fest, wie sich Arme und Beine zu bewegen haben. Außerdem bekommt die Hauptfigur ein Face-Rigging. Dazu benutze ich Joysticks und Sliders. Eine kleine Besonderheit stellt das Tool Bendio dar. Quasi das CC Bandit von After Effects auf Steroide. Das benutze ich für den Oberkörper, da Rotieren oft nicht ausreicht. Statt wie das normale CC Bandit von After Effects selbst, kann man hier dem Objekt Nulls anfügen und daran die Arme und den Hals parenten. Das ist sehr praktisch. Beim Animieren der Charaktere achte ich vor allem auf ein paar der 12 Principles, die von Disney vor ungefähr 100 Jahren mal festgelegt wurden. Zu einem Anticipation, also das gegensätzliche Andeuten der Bewegung vor der Bewegung. Dann Follow-through, also das Überschießen der Bewegung danach. Und schließlich Overlapping, also wenn sich die Hand quasi später dreht als der Unterarm und der später als der Oberarm. Diese kleinen Verschiebungen der Keyframes machen eine Figur immer direkt lebendiger, finde ich. Natürlich muss auch alles ein richtiges Easing bekommen, damit es nicht zu linear wirkt. Und ich versuche die Bewegungen in einem Arc, also einer Kurve, nicht in starren Linien verlaufen zu lassen. Nicht sowas, sondern so. Und wenn es der Stil zulässt, versuche ich noch Exaggeration und Squash and Stretch anzuwenden. Um mehr Tiefe in meine Erklärfilme reinzubekommen, benutze ich eine Technik, die Parallax heißt. Also alles bleibt platt, aber man bekommt den Eindruck, dass die Plattenebenen im 3D-Raum rein und rausgezoomt werden.
Damit das einfach zu handhaben ist, benutze ich ein Tool namens Peer Relax. Das schiebt die einzelnen Ebenen im 3D-Raum nach hinten und passt automatisch die Größe an, damit ich mit einer OneNote-Kamera durch die Szene fliegen kann und diesen coolen Effekt bekomme. Am Ende schicke ich das fertige Video ab und hoffe, dass sich die Revisionen in Grenzen halten. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit, entweder über LinkedIn oder einfach an mail@motionandy.com. Vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt zeige ich euch, was bei all dem rumgekommen ist. Viel Spaß! Ihre Kunden erwarten von Ihnen, dass Sie einsatzbereite Maschinen termingerecht liefern. Doch was, wenn Ihnen dafür die Leute fehlen? Ihre Kunden warten lassen? Neue Aufträge ablehnen? Das können und wollen Sie sich nicht leisten. Ein externer Dienstleister könnte Ihnen in dieser Situation helfen. Doch Sie haben Sorge, dass dieser Ihre Anforderungen nicht umsetzen kann. Oder schlimmstenfalls Ihr Vertrauen missbraucht. Bei Industrial Services kann Ihnen das nicht passieren. Denn Vertrauen steht bei uns an erster Stelle. Wir behandeln Ihre Pläne und Konzepte höchst vertraulich und setzen unsere 20 Jahre Maschinenbauerfahrung ein, um Sie und Ihre Mannschaft bestmöglich zu entlasten. Wir fertigen einzelne Baugruppen oder ganze Maschinen präzise nach Ihren Vorgaben und beschaffen bei Bedarf auch alle erforderlichen Teile. Das Ergebnis? Einsatzbereite Maschinen für Ihre Kunden. Planungssicherheit für Sie und Wachstumspotenzial für Ihr Unternehmen. Denn mit an Ihrer Seite können Sie sicher sein, bestehende und neue Aufträge souverän zu meistern. Schildern Sie uns Ihr Anliegen per Mail und lassen Sie uns in einem persönlichen Erstgespräch herausfinden, wie genau wir Sie als Partner unterstützen können.